Konjunktion weil 2. Hallo und herzlich willkommen bei unseren Deutschlernvideos. In diesem Video geht es wieder um Weil-Sätze. In einem Satz mit weil steht der Grund. Das Verb steht am Ende des Satzes. Sätze mit weil sind Nebensätze. Bei allen Nebensätzen steht das Verb am Ende. Ein Satz mit dem Verb am Ende ist also ein Nebensatz. Wo ist der Nebensatz? Rot oder blau? Ich esse Obst, weil es gesund ist. Der Nebensatz ist, weil es gesund ist, also blau. Okay? Gut, dann weiter, üben wir. Was ist der Grund? Wählen Sie aus. Ich ziehe einen Pullover an. Es ist kalt. Richtig, es ist kalt ist der Grund. Verbinden Sie jetzt die beiden Sätze mit weil. Der Satz lautet: Ich ziehe einen Pullover an, weil es kalt ist. Der Grund steht in dem Weil-Satz. Vergessen Sie nicht das Komma zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz. Und jetzt noch einmal. Was ist der Grund? Die Kartoffeln sind billig, ich kaufe sie. Der Grund ist, die Kartoffeln sind billig. Verbinden Sie wieder die beiden Sätze. Dieses Mal beginnen Sie mit dem Weil-Satz. Weil die Kartoffeln billig sind, kaufe ich sie. Haben Sie es richtig gemacht? Noch einmal zur Erinnerung. Das Verb steht am Ende des Weil-Satzes. Der Weil-Satz ist ein Nebensatz. In diesem Beispiel steht der Weil-Satz am Anfang, also in Position 1. Auf Position 2 steht das Verb. Das Verb kaufen folgt also direkt nach dem Weil-Satz. In einem Hauptsatz steht das Verb oft in Position 2. Dazu haben wir ein anderes Video gemacht. Schauen Sie doch mal rein. Zurück zu einer letzten Übung. Jetzt sind Sie sicher schon ein Weil-Satz-Profi. Überlegen Sie, was der Grund ist und verbinden Sie die Sätze mit weil. Sie bleibt zu Hause, sie ist krank. Sie bleibt zu Hause, weil sie krank ist. Und zum Schluss beginnen Sie mit dem Weil-Satz. Weil sie krank ist, bleibt sie zu Hause. Alles richtig gemacht? Prima. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie diese in die Kommentare, gerne in Deutsch, Japanisch oder Englisch. Und wenn es Ihnen gefallen hat, schicken Sie den Link zu dem Video doch einfach an eine Freundin oder einen Freund. Tschüss, bis zum nächsten Video.